Ein diesiger Morgen hüllt die Serengeti-Graslandschaft ein, während ein verängstigtes Elefantenbaby zitternd vor einer riesigen afrikanischen Python steht. Die Python rollte ihren muskulösen Körper zusammen und glitt immer näher heran, woraufhin das Elefantenbaby zurückwich und einen verzweifelten Hilfeschrei ausstieß. Seine kleinen Ohren zitterten heftig, seine Beine schlugen wild um sich, als wolle es Abstand zu dem Wesen halten, das es zu erwürgen drohte. Der Wind, der durch das grüne Gras wehte, verstärkte die Anspannung, während das Elefantenbaby darum kämpfte, seine fragile Fassung zu bewahren. Die Python rückte immer näher, ihre düsteren Augen ließen jede Bewegung im weißen Morgenlicht bedrohlich wirken. Das Elefantenbaby versuchte, seinen Rüssel nach vorne zu schwingen, aber sein kleiner Körper war nicht stark genug, sodass sich die Auseinandersetzung in hoffnungsloser Verzweiflung in die Länge zog. Mit jeder Sekunde verringerte sich der Abstand zwischen ihnen und kündigte so die unausweichliche, nahende Gefahr an. Der schwache Schrei des Elefantenbabys hallte über die Graslandschaft wider, in der Hoffnung, dass ihn jemand in diesem Augenblick zwischen Leben und Tod hören würde. Die Python sprang plötzlich nach vorn, als wolle sie die Gelegenheit nutzen, die kleine Beute vor sich zu packen und zu beherrschen. Genau in diesem Moment erschienen zwei Ranger, Amani und Jonas, am Rande der Wiese und erkannten die sich anbahnende, verzweifelte Situation. Amani hob sofort ihr Fernglas und bestätigte sich, dass die Python das Elefantenbaby in den nächsten Sekunden erwürgen würde. Jonas zog seinen Stock hervor, um die wilden Tiere zu verscheuchen und signalisierte damit seine Bereitschaft zur Mitwirkung bei der Abwehr der drohenden Gefahr. Die beiden näherten sich langsam, wobei ihre Schritte leicht, aber bestimmt waren, um die Python nicht zu früh aufzuschrecken. Als er nur noch wenige Meter entfernt war, schrie Jonas laut, um die Python abzulenken, woraufhin diese innehielt und den Kopf drehte, um nachzusehen. Amani nutzte die Gelegenheit, stürmte heran, schwang seinen Stock und schlug hart auf den Boden, woraufhin die Python überrascht zurücksprang. Die Python glitt nach links, ihr Maul leicht geöffnet, aber sie schien immer noch misstrauisch gegenüber den beiden sich nähernden Menschen zu sein. Jonas agierte präzise und erzeugte mit dem Stock weiterhin laute Geräusche, wodurch die Python ihre Angriffsabsicht verlor. Unter dem Druck von zwei Seiten begann die Python, sich in die Büsche hinter der Wiese zurückzuschlängeln. Das Elefantenbaby nutzte die Gelegenheit und ging langsam auf Amani zu, es zitterte noch immer, war aber nicht mehr in unmittelbarer Gefahr. Amani streckte die Hand aus, um ihn zu trösten, und sprach leise, als wolle sie ihm helfen, sich nach dem großen Schock zu beruhigen. Die Python drehte sich schließlich ganz um und verschwand im dichten grünen Gras in der Ferne. Jonas atmete erleichtert auf, als ihm klar wurde, dass die Rettung ganz anders hätte verlaufen können, wenn sie nur ein paar Sekunden später erfolgt wäre. Als die Gefahr vorüber war, stand das Elefantenbaby immer noch dicht bei Amani, seine Augen voller Angst, aber gleichzeitig so, als wolle es um etwas bitten. Jonas bemerkte, dass es immer wieder in eine Richtung nach oben und dann wieder zu den beiden zurückblickte, als ob es ein Zeichen geben wollte. Amani beugte sich hinunter und fragte leise, woraufhin das Elefantenbaby einen Schritt machte und sich dann umdrehte, um auf sie zu warten, als wolle es ihnen den Weg weisen. Die beiden Ranger blickten einander an und wussten, dass es noch andere Angelegenheiten gab, die umgehend erledigt werden mussten. Das Elefantenbaby lief schnell los, drehte aber immer wieder den Kopf, um sicherzustellen, dass die beiden Personen dicht hinter ihm folgten. Der Pfad erstreckte sich über weite, saftig grüne Grasflächen, das weiße Licht erhellte den blassgelben Staub um die Hufe des Elefantenbabys. Jonas öffnete die kleine Karte und vermutete, dass sie zu dem großen Waldgebiet am Rande des niedrigen Waldes führen würde. Das Elefantenbaby stieß plötzlich ein kleines Brüllen aus, als wolle es auf etwas aufmerksam machen, das ihm große Sorgen bereitete. Amani beschleunigte ihre Schritte, ihr Gesichtsausdruck war angespannt, denn sie wusste, dass die Elefantenmutter in Schwierigkeiten sein könnte. Die Luft wurde schwer, als sie tiefer in das hohe Gras vordrangen, der starke Wind kündigte etwas Ungewöhnliches an. Das Elefantenbaby beschleunigte, rannte durch ein großes Gebüsch und blieb auf einer Lichtung im Schatten eines alten Baumes stehen. Jonas folgte dem Blick und bemerkte eine große Gestalt, die zusammengesunken an den Baum gelehnt lag, als ob sie schon seit einiger Zeit dort säße.
Als die Ranger das Elefantenbaby besorgt neben dem großen Körper stehen sahen, eilten sie sofort herbei. Das Bild ließ ihre Herzen sich zusammenziehen, denn sie ahnten bereits, dass die Angelegenheit ernster war, als sie dachten. Unter dem alten Baum lag eine Elefantenmutter auf der Seite, ihr großer Körper still, als wäre sie nach langem Leiden völlig erschöpft. Das Elefantenbaby schlang seinen Rüssel um den Kopf seiner Mutter und gab dabei unaufhörlich kleine Laute von sich, was die Szene äußerst rührend machte. Jonas schaute schnell nach und entdeckte eine große Elefantenfalle, die fest im Vorderbein der Elefantenmutter steckte. Das alte, stumpfe Metallgerät ließ das Bein des Elefanten anschwellen, was darauf schließen lässt, dass es schon eine beträchtliche Zeit lang festgesteckt hatte. Amani holte sofort das Sicherheitsabstandsmarkierungsset hervor, um die beste Anfahrtsroute zu berechnen. Sie beruhigten das Elefantenbaby mit sanften Gesten und baten es dann, etwas zurückzutreten, um Gefahren zu vermeiden. Die Elefantenmutter atmete schwer, ihre Augen waren verschwommen, aber sie versuchte dennoch, ihr Baby anzusehen, als wolle sie es ein letztes Mal beschützen. Amani bereitet eine Spritze mit Betäubungsmittel vor, damit die Elefantenmutter während der Entfernung der Falle keine Schmerzen empfindet. Jonas nahm den Spezialwerkzeugkasten und überprüfte die Gelenke der Falle, um herauszufinden, wie sie am sichersten geöffnet werden konnte. Als Amani sich näherte, zuckte die Elefantenmutter leicht zusammen, entspannte sich aber schnell, als die Betäubung zu wirken begann. Das Elefantenbaby stand ein paar Meter entfernt, seine Augen voller Sorge, aber es schien zu verstehen, dass es seiner Mutter half. Jonas justierte vorsichtig die Riegel der Falle, um weiteren Schaden zu vermeiden. Nach einer kräftigen Drehung öffnete sich die Falle und befreite das Elefantenbein vollständig aus dem gefährlichen Griff. Amani untersuchte sofort die eingeklemmte Stelle und begann, sie mit einem speziellen antibakteriellen Verband zu verbinden. Die beiden Ranger arbeiteten reibungslos zusammen und gewährleisteten so maximale Sicherheit für die Elefantenmutter während des gesamten Prozesses. Sobald das Einfangen der Elefantenkuh abgeschlossen ist, wird sie in eine bequeme Position gebracht, damit die Narkose nachlassen kann. Das Elefantenbaby näherte sich sofort und legte seinen Rüssel auf die Brust seiner Mutter, als wolle es ihren sanften Atem wieder spüren. Jonas dokumentierte den Zustand der Elefantenmutter eingehend und sandte im Laufe des Tages einen Bericht an die Hauptrangerstation. Amani überprüfte das Eis noch einmal, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung war, bevor sie der Elefantenmutter erlaubte, wieder vollständig zu Bewusstsein zu kommen. Weißes Licht scheint durch das Laub und schafft nach einem stressigen Moment eine seltene, friedliche Szene. Das Elefantenbaby wandte sich gelegentlich den beiden Rangern zu, als wolle es sich mit leisen, sanften Lauten bedanken. Nach einer Weile bewegten sich die Augenlider der Elefantenmutter leicht, ein Zeichen dafür, dass ihr Körper allmählich wieder die Kontrolle erlangte. Amani trat ein wenig zurück, damit die Elefantenmutter nicht in Panik geriet, als sie in der fremden Umgebung aufwachte. Jonas beobachtete die Atmung der Elefantenmutter und war froh zu sehen, dass sie ruhiger wurde als zuvor. Als sie wieder zu Bewusstsein kam, berührte die Elefantenmutter ihr Elefantenbaby sanft mit ihrem Rüssel und schuf so einen Moment der Wiedervereinigung, der beide Ranger tief bewegte. Das Elefantenbaby rückte näher an seine Mutter heran und drückte seinen Kopf in unbeschreiblicher Wärme und Erleichterung an sie. Jonas lächelte und bezeichnete diesen Moment als die beste Belohnung nach einer anstrengenden Reise. Als ihre Kräfte zurückkehrten, hob die Elefantenmutter ihren großen Körper langsam hoch, wenn auch noch etwas langsam, da ihr Bein noch leicht schmerzte. Amani beobachtete die Elefantenmutter aufmerksam und achtete darauf, dass das Klebeband an Ort und Stelle blieb, als diese ihre ersten Schritte machte. Das Elefantenbaby rannte um seine Mutter herum, als wolle es sie ermutigen und motivieren, weiter in Richtung der grünen Weide zu gehen. Die Elefantenmutter wandte sich den beiden Rangern zu, ihre Augen voller stummen Dankes von einem Wesen, das die menschlichen Herzen versteht. Jonas nickte sanft und reagierte respektvoll auf die Stärke des stolzen Elefanten. Beide sahen zu, wie die Elefantenmutter sich in Bewegung setzte und wegging, dicht gefolgt von ihrem Elefantenbaby, das sich stets an ihre Seite klammerte. Im hellen, weißen Licht schritten Mutter und Kind langsam in Richtung der Serengeti-Graslandschaft und begannen damit eine neue Reise, die sicherer war als zuvor.